1945 wurden im American Museum of Natural History 2 Skulpturen ausgestellt, die den durchschnittlichen Mann und die durchschnittliche Frau in den USA darstellen sollten. Sie basierten auf Maßen von Zehntausenden jungen Frauen und Männern und hießen Norma and Norman. Im selben Jahr fand ein Wettbewerb statt, um eine echte Norma zu finden. Normal wird oft synonym für typisch, erwartungsgemäß oder sogar korrekt verwendet. Folglich müsste man die meisten Menschen als normal bezeichnen können. Trotzdem stimmte nicht eine einzige der fast 4000 Teilnehmerinnen mit Norma überein, der vermeintlich normalen Frau. Dieses Problem betrifft nicht nur Norma und Norman. Immer wieder wird klar, dass normale Darstellungen von Körpern, Wahrnehmungen, Denkweisen fast niemandem entsprechen. Und doch basiert vieles in unserer Welt auf dem Begriff der Normalität. Doch was bedeutet normal eigentlich? Und ist Normalität wirklich wichtig? In der Statistik beschreibt die Normalverteilung Werte, die entlang einer Glockenkurve verlaufen. Der Durchschnitt oder das Mittel der Werte liegt im Zentrum. Die meisten anderen Werte verteilen sich in der Glockenwölbung. Viele Werte in einem engen Bereich machen die Kurven steil. Bei nur leichten Abweichungen vom Durchschnitt sind sie lang und flach. Die Verteilung ist normal, wenn sie der Kurvenform folgt. Normal bezeichnet keinen Datenpunkt, sondern ein Muster der Vielfalt. Viele menschliche Merkmale, wie die Größe, folgen einer Normalverteilung. Manche Menschen sind sehr groß oder sehr klein, aber die meisten entsprechen dem allgemeinen Durchschnitt. Außerhalb der Statistik bezieht sich normal oft auf einen Durchschnittswert, wie einen Einzelwert mitten im dicksten Teil der Glockenkurve, ohne Abstufungen der Normalverteilung. Norma und Normans Maße basieren auf solchen Durchschnittswerten. Ob jemand als normal gilt, hängt üblicherweise davon ab, wie nah er oder sie diesem Durchschnitt ist. Im besten Fall werden solche Definitionen der Variation nicht gerecht. Doch häufig beinhalten unsere Berechnungen der Normalität noch größere Fehler. Nehmen wir den BMI, den Body Mass Index. Der BMI misst das Verhältnis von Gewicht zu Körpergröße, mit verschiedenen Werten für Untergewicht, Normalgewicht, Übergewicht sowie Abstufungen von Adipositas. Allgemein gelten nur BMI-Werte als gesund, die dem Normalgewicht entsprechen. Doch der BMI gibt nicht immer zuverlässig an, ob jemand gesund ist oder ein gesundes Gewicht hat. Der BMI berücksichtigt keinen Prädikator für Gesundheit, Verteilung des Körperfetts, Grad der körperlichen Aktivität oder Bluthochdruck. Trotzdem wird allen, die außerhalb des sogenannten Normalbereichs liegen, üblicherweise geraten, für ein gesünderes Leben entweder ab- oder zuzunehmen. Wenden wir einen bestimmten Normalitätsstandard auf die gesamte Menschheit an, die auf den Daten einer nicht repräsentativen Stichprobe beruht, dann wählen wir nicht nur einen Punkt in der Verteilung aus, sondern auch einen aus der falschen Verteilung. Viele Verhaltensstudien basieren auf Versuchsgruppen, die dem Akronym WEIRD, übersetzt seltsam, entsprechen. Westlich, gebildet, educated, industrialisiert, reich und demokratisch. Diese Merkmale wirken verzerrend, selbst bei Studien, die keinen offiziellen Bezug zu ihnen haben. Sehen wir uns die berühmte Müller-Lyer-Illusion an. Es ist normal zu denken, dass eine der beiden Linien länger ist, obwohl sie tatsächlich gleich lang sind. Normal, zumindest für einen amerikanischen Studenten. Ein Team von Anthropologen und Psychologen fand heraus, dass sich andere Bevölkerungsgruppen weniger täuschen ließen. Das Volk der San in der Kalahari fiel überhaupt nicht auf die Täuschung herein. Werden diese eingeschränkten, ungenauen Definitionen von normal für Entscheidungen herangezogen, die uns alle betreffen, kann dies schwere Folgen haben. Historisch gesehen waren solche Konzepte von Normalität äußerst einflussreich. Die Eugenikbewegung im frühen 20. Jahrhundert nutzte das Konzept als Waffe und rechtfertigte damit Ausgrenzung, Gewalt und selbst die Auslöschung nicht für normal befundener Menschen. Bis heute werden Menschen angegriffen und diskriminiert. Wegen Behinderungen, psychischer Probleme, sexueller Orientierung, Genderidentität und anderer Merkmale, die als nicht normal angesehen werden. Doch eigentlich sind verschiedene Körperformen, Denkweisen, Wahrnehmungen und Meinungen zu diversen Themen, kurz Diversität, die wahre Normalität. Wenn du gerne lernst, abonniere unseren Kanal. Jede Woche veröffentlichen wir neue Videos, die von den Vorteilen eines zweisprachigen Gehirns bis hin zur Geschichte der Seidenstraße reichen. Bleib dran und bleib neugierig.